Wie ich so oft gern sage, habe ich zu viel versprochen. Ich glaube nicht. So Leute, herzlich willkommen zurück auf unserem Zweitkanal Big MTV und der ersten Folge One Day in My Life. Ich hau mal kurz die Oropax raus, denn viele von euch haben ja gefragt oder fragen immer mehr, ne, wie schaffe ich das alles, mein Gewicht zu halten, wie sieht mein Tagesablauf aus und alles drum und dran, und darauf gehen wir heute in der ersten Folge drauf ein. Ich erzähle euch gleich mehr dazu. Ich werde jetzt erstmal wach, zeige euch meine Morgenroutine und dann sehen wir uns gleich beim Kaffee wieder. So Leute, damit würde ich sagen, machen wir es nochmal richtig. Willkommen zurück auf unserem Zweitkanal Big MTV und der ersten Folge One Day in My Life. Viele von euch haben ja gefragt, ey Sebastian, wie schaffst du das? Wie ernährst du dich vor den Challenges, nach den Challenges? Fastest du nicht? Isst du eine Woche nichts oder wie machst du das alles? Und ich habe mir einfach überlegt, auf unserem Zweitkanal ist einfach die perfekte Plattform dafür, um euch einfach regelmäßig, ich sag mal jetzt so in meinen Alltag, ja, fast schon in mein Privatleben mitzunehmen. Wir werden diese Serie One Day in My Life, ich denke mal so einmal die Woche, vielleicht sogar zweimal die Woche, je nachdem wie es so ankommt bei euch oder ich auch Ideen habe, dann publizieren. Aber mindestens einmal die Woche werde ich euch einfach mal einen Tag immer mitnehmen, 24 Stunden von morgens, das erste Mal, wenn ich aufstehe, bis zum nächsten Tag, die nächste Waage, damit ihr auch seht, so wie sich mein Gewicht auch immer verhält. Denn ich habe tatsächlich, ne, ihr habt es gerade gesehen, das erste, was ich morgens mache, ist aufstehen, auf die Toilette, Kaffeemaschine schon mal anmachen, so wie jetzt einen geilen Kaffee dann zu haben und dann tatsächlich auf die Waage zu gehen, denn ich wiege mich jeden Tag, ich glaube jetzt seit 15 Jahren oder so, und habe halt auch immer krasse Gewichtsschwankungen. Ne? Ich habe jetzt heute wieder 1 Kilo abgenommen, wiege jetzt etwas über 79 Kilo. Gestern waren es noch etwas knappe 81, knapp darunter, und dementsprechend zeige ich euch morgen dann, womit wir das Video auch beenden, wie sich das dann heute noch mal im Tagesverlauf ja, verhält bei mir, denn ich ernähre mich dementsprechend. Ich zeige euch heute einfach auch meine Grundlagen, was ich ernähre. Die letzte Challenge ist jetzt 2 Tage her, die nächste steht erst in ein paar Tagen an. Das heißt, ihr seht heute tatsächlich so einen normalen Tag in Anführungsstrichen. Wir haben es jetzt Sonntag, 9:29 Uhr. Ne? Ich habe mich danach ein bisschen gestretcht, gedehnt. Das mache ich tatsächlich jeden Morgen nach der Routine. Ich gehe nach dem Wiegen, gehe ich kalt duschen, wirklich. Und ich meine jetzt nicht irgendwie warm abbrausen oder so, sondern wirklich die kalteste Stufe, die es geht. Das macht mich unnormal wach, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich mache das jetzt so seit 2 Jahren. Macht das, ich kann das jedem nur empfehlen. Ja, es ist jedes Mal eine Überwindung, aber danach fühlt man sich 1000-mal besser. Überlegt mal, wie ich vorhin noch zu euch gesprochen habe, und jetzt sind keine, ich sag mal, 20 Minuten vergangen und ich habe den Kaffee noch nicht mal drin. Mir geht's super. Ich frühstücke nicht, sondern für mich geht es jetzt wirklich nur in den Kaffee. Ich beantworte oder ich gehe jeden Morgen dann auf Social Media, beantworte auf Instagram, TikTok, YouTube die ganzen Kommentare, und dann versuche ich das den Tag über zu lassen und dann erst abends wieder. Dazu genieße ich den Kaffee jetzt drinnen, wenn es im Sommer warm ist, auf dem Balkon, und ich würde sagen, das mache ich jetzt und danach schauen wir mal, wie der Tag so weitergeht. Nachdem der Kaffee jetzt, ich sag mal, genossen wurde und ich wirklich merke, wie alles so reinkickt, ne? Ich liebe das einfach, wenn man morgens, ich sag mal, erstmal so seine Routine hat, vor allem auch Ruhe, und dann wirklich so richtig geil in den Tag starten kann. Das haben mir in den letzten Wochen viel gefehlt. Ne? Einige von euch wissen ja, jetzt auch, wo sie das Video noch schauen, dass ich hier in den letzten 3 Wochen richtig krass angeschlagen war und es halt immer noch so die letzten Auswirkungen sind, die ich habe. Und deswegen fühle ich mich gerade aktuell oder jetzt vielleicht auch mit den ersten Tag so richtig gut, wenn die Morgenroutine funktioniert und dann auch letztendlich das Koffein reinkickt. Bei mir wirkt es tatsächlich auch mit dem Kaffee noch, denn ich trinke Kaffee nur 2-mal am Tag, morgens nach dem Aufstehen und dann auch nachmittags. Kommt drauf an, je nachdem wie die Zeit ist, nach dem Mittagsschlaf oder nach dem Mittagessen. Aber dazu gibt es nachher was. Wir haben es jetzt, ich sag mal 9:50 Uhr, ne? Das heißt, ich bin so um kurz nach 9 aufgestanden mit der ganzen Routine und so. Vergeht dann tatsächlich so 45 Minuten mit Nachrichten beantworten, Social Media, ne? Dadurch, dass wir überall vertreten sind, YouTube mit 2 Kanälen, TikTok, Instagram, dauert es dann doch ein bisschen, und ich lese tatsächlich fast jeden Kommentar, beantworte aber nur die vernünftigen, ne? Aber die beantworte ich tatsächlich dann auch alle. Und ja, jetzt geht's für mich, weil ich merke, ich habe halt dann immer so morgens meine beste Phase, was Konzentration angeht. Ich glaube, so 1,5 Stunden an dem PC. Gibt es viele Sachen zu erledigen. Ich schreibe tatsächlich immer jeden Tag in mein Notizbuch hier auf, für jeden Tag, was ansteht an Aufgaben mit Priorisierung. Und da fange ich jetzt die ersten Sachen an. Danach geht es in die Sporteinheit und dann wird es auch irgendwann Zeit für die erste Mahlzeit. Ich versuche das wirklich so lange wie es geht nach hinten rauszuzögern. Zeige ich gleich aber mehr. Ich mache jetzt hier 1,5 Stunden ein bisschen was fertig und dann geht's zum Sport.
Bei mir gibt es jetzt Kreatin vorm Training, immer so 1 Gramm Kilogramm pro Körpergewicht, heißt 8 Gramm bei mir ungefähr. Citrullin gibt es dann mit dazu. Gerade, ich sag mal, wenn ich etwas weniger esse oder einen normalen Tag, ist das ganz gut, dass auch die Durchblutung ein bisschen mehr angeregt wird und vor allem sich auch ein bisschen mehr öffnet, und ein bisschen Beta-Alanin nehme ich mit dazu. Ich sag euch ganz ehrlich, muss man nicht mitnehmen, aber ich fühle mich einfach ein bisschen besser auch für den Kopf, wenn ich das ein oder andere nehme. Vor allem Kreatin würde ich denen empfehlen, Leuten, die, ich sag mal, gerade auch so ein bisschen Kraft mehr zunehmen wollen oder allgemein durchgehend, auch jetzt nicht phasenweise, sondern ich nehme das Ganze jetzt, glaube ich, seit 10 Jahren durch, jeden Tag, bis auf vielleicht mal einen Tag, wo ich es vergessen habe, aber ansonsten immer durch. Vorher nehme ich mir tatsächlich was von diesem Juicy Whey, wenn ihr euch erinnern könnt. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, wo ich Juicy Whey, die Marke, vorgestellt habe, und seitdem nehme ich das jedes Mal zum Training. Ich habe diese Boxen, wie gesagt, bei mir mittlerweile in die Küche gestellt, direkt neben der Kaffeemaschine. Wie gesagt, einmal hier in Mango Maracuja, Apfelholunder, schmeckt mir persönlich richtig gut. Ich mache immer, wie gesagt, einen kleinen Tropfen, ein bisschen was rein, um das Ganze dementsprechend mit ein bisschen Geschmack mit Wasser zu vermischen und dann dementsprechend, ja, meine Supplements da reinzupacken. Ja, das trinke ich jetzt, putze mir die Zähne, mache mich ein bisschen fertig, und dann sehen wir uns gleich in, würde ich sagen, 3, 2, 1 beim Sport wieder. Damit sind wir auch beim Sport angekommen. Wie gesagt, geht für mich ja jeden Tag zu McFit. Keine Werbung oder so, aber wie gesagt, ist halt mein Homestudio jetzt, glaube ich, seit 15 Jahren. Und ja, 10 Minuten hier hinfahren, ist immer relativ entspannt. Gönne ich mir auch mal im Auto. Heute steht Rücken an. Ich zeige euch so ein paar Eindrücke davon, wie so mein Training aussieht. Wir machen uns jetzt erstmal warm. Erstmal geht's rein. Ich muss aber erstmal nochmal so richtig warm werden. Damit haben wir den Puls das erste Mal so richtig hochgejagt. So bei 140, 150 Schlägen bin ich jetzt pro Sekunde angekommen, und ich merke das doch direkt viel wacher. Ne? Also das ist zu krass. Ich kann es wirklich hier nur empfehlen. Für mich Sport wirklich meine tägliche Medizin. Und ich würde sagen, ja, ich zeige euch jetzt ein paar Eindrücke, denn das ist mir immer ganz wichtig. Die Stunde ziehe ich komplett durch. Wie gesagt, eine Stunde, kurz und knackig. Aber die ist echt so, ich sag mal, Me-Time für mich jeden Tag. Und deswegen werde ich mir jetzt richtig geile Musik auf die Ohren hauen. Und dann werde ich euch den einen oder anderen, ja, Einblick zeigen. Aber jetzt geht es erstmal so richtig Gas geben. Jetzt wird es auch endlich Zeit. Es ist mittlerweile 13:53 Uhr. Hätten wir jetzt nicht Sonntag, würde das Ganze, ich sag mal, noch zeittechnisch anders aussehen. Da ist viel mehr getaktet in der Woche, da kommen wir später nochmal zu. Aber wie gesagt, fast 14 Uhr, und damit kommen wir zur ersten Mahlzeit. Es ist tatsächlich so, dass ich wirklich versuche, das so lang wie möglich rauszuziehen. Normalerweise sage ich mal nochmal eine Stunde eher als jetzt, aber wir haben es 14 Uhr, das heißt, dementsprechend faste ich natürlich auch. Was haben wir jetzt hier? Meine erste Ration von Haferflocken, Porridge, das Bekannte, was der ein oder andere von euch ja schon von der Challenge kennt oder von einem früheren Video. 60 Gramm Haferflocken aufgekocht, ganz normal in Wasser. Dann 40 Gramm Eiweiß tue ich dazu, sodass wir, ich sag mal, auf 100 Gramm insgesamt kommen, 60 plus 40. Und noch ein bisschen, ich sag mal, Geschmackstopping, jetzt hier Bananasplit. Und dazu ein halber Apfel, halbe Kiwi, denn die andere Hälfte kommt noch später. Und was darf natürlich bei mir nicht fehlen, für alle, die es jetzt auch schon länger verfolgen, Zimt natürlich. Das Ganze werde ich mir jetzt genehmigen, die Nährwerte, die blende ich euch hier auch einmal ein. Und dann ist das die erste Mahlzeit. Ich werde währenddessen wieder am PC ordentlich wieder was wegarbeiten, was noch auf meiner To-Do-Liste für heute steht. Und dann würde ich sagen, wenn es was Neues gibt, melde ich mich wieder. Ist das herrlich. Ich habe mich was frisch gemacht, umgezogen und ein bisschen was gearbeitet. War jetzt so eine Stunde, anderthalb. Dabei natürlich ein bisschen verdaut. Jetzt sind wir draußen. Wir sammeln ein paar Schritte, beziehungsweise hauptsächlich geht zu meinen Großeltern. Die wohnen so 15, 20 Minuten Fußweg von mir entfernt. Besuche ich mal jedes Wochenende. Und da gehen wir jetzt zusammen hin. Wie gesagt, schauen wir währenddessen jetzt so das Formel-1-Rennen an, was ja diese Woche gestartet hat. Hab so eine kleine Motorsport-Vergangenheit und das schaue ich jetzt ein bisschen nebenbei. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas auch gerne schaut, beziehungsweise gerade Formel 1. Ja, und dann denke ich mal, sehen wir uns, wenn ich nämlich wiederkomme, schon mit der zweiten Mahlzeit wieder. Und dann wird es auch wieder Zeit.
Damit sind wir wieder zurück in der Küche. Großeltern besucht, etwas Schritte gesammelt und vor allem das Wetter genossen. Wir kommen jetzt dazu zur zweiten Mahlzeit. Ist jetzt so 2,5 Stunden später. Wie gesagt, ist so roundabout auch immer die Range. Die gleiche Mahlzeit wie vorhin brauche ich euch also nicht näher bringen. Ist tatsächlich wieder Haferflocken. Da haben wir den nächsten halben Apfel, die nächste halbe Kiwi, wo wir vorhin schon die Hälfte hatten. Aber worauf es jetzt schon mal ankommt ist, ich bereite tatsächlich jetzt schon mal so ein bisschen das Abendessen vor. Und zwar gibt es abgewogen 250 Gramm Spinat, 250 Gramm Kaisergemüse. Also jetzt schon mal ein halbes Kilo Gemüse, was aufgetaut wird, ist tiefgefroren. Deswegen wisst ihr, wohin es jetzt vielleicht schon mal zum späten Abend geht. Da wird es nämlich richtig groß. Sind jetzt 550. Ich nagel mich nie darauf aufs jetzt Gramm genau fest. Aber weil jetzt Kaisergemüse die Tüte leer war, war noch ein bisschen mehr drin. Aber das Ganze wird jetzt ungefähr 3 Stunden auftauen, denn dann kommen wir auch zur letzten Mahlzeit. Währenddessen genehmige ich mir jetzt die zweite für heute, die zweite Haferflockenportion. Schauen noch das Formel 1 Rennen zu Ende, setze mich am PC, da geht es dann weiter, wird wahrscheinlich jetzt noch mal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ein bisschen arbeiten, dabei essen, snacken und dann werde ich Mittagsschlaf machen und dann geht es schon, ich sag mal so in die Abendroutine rein. So ein typischer Sonntag bei mir tatsächlich oder so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen freier Tag, wo nicht ansteht, aber ich würde sagen, die Einblicke thematisiert natürlich gleich wieder. Ah Leute, was ein Leben, ne? Wir haben es jetzt 18 Uhr, ich habe mich gerade 20 Minuten mal hingelegt, nur die Augen zugemacht, tatsächlich nicht eingeschlafen, sondern nur mal ein bisschen runterkommen. Habe jetzt den zweiten Kaffee für heute und dementsprechend auch gerade nochmal das Gesicht gewaschen, kalt. Ne? Normalerweise, wenn jetzt Hochsommer wäre, würde ich tatsächlich nochmal ein zweites Mal richtig eiskalt duschen gehen, wie heute Morgen, um jetzt nochmal die zweite Tageshälfte durchzuziehen. Aber ich sag mal, gerade jetzt, wenn es noch so kalt ist, reicht mir tatsächlich da auch nur mal den Kopf nass zu machen, dann aber an die frische Luft. Deswegen, wir sitzen auf dem Balkon, ich zeige euch mal so ein bisschen die View. Das ist tatsächlich so jetzt die View, die ihr seht, die ich so vom Balkon habe. Echt traumhaft, ne? Gerade so zum Abend hin. Macht es dann doch noch relativ Spaß, jetzt die letzten Sonnenstrahlen hier zu genießen und dann so den Abend einzuläuten. Wenn ich den Kaffee auf habe, dann machen wir noch mal ein paar Schritte draußen, dann gehe ich noch ein bisschen spazieren, denn ich komme so am Tag so auf meine 12.500, 15.000 Schritte, die ich dann erfüllen möchte. Dann geht es tatsächlich noch mal in die letzte Flow-Phase, also an was jetzt so Abarbeiten an PC schwierigen Aufgaben angeht, denn dann ist meine Konzentration fast wieder wie morgens nach dem Kaffee und Spaziergang. Und dann wird schon Zeit fürs Abendessen. Dadurch, dass ich heute ein bisschen später dran bin, wird es ein bisschen später wahrscheinlich. Aber ja, so sieht der Tagesablauf aus, so war es bisher und ich denke mal, wir sehen uns spätestens beim Abendessen wieder, denn das wird die größte Portion. Ich denke mal, da sind auch viele gespannt und bis dahin werde ich jetzt noch mal ein bisschen abarbeiten, aber vor allem jetzt den Kaffee und die Sonne noch mal genießen. Mittlerweile ist es 19:26 Uhr am Sonntag, den 16. März und was ich jetzt mit einem Kopfsalat, zweimal Eisbergsalat und natürlich den 500 Gramm Gemüse, was wir tiefgefroren uns jetzt schon aufgetaut haben und noch viel mehr zelebrieren werde und gleich vor allem verputzen werde. Das zeige ich euch gleich, bereite das Ganze vor und nachdem ich jetzt wirklich ja nochmal 1,5 Stunden, fast 2, richtig gut geplackert habe, über 3000 Schritte nochmal gemacht habe, ja, wird Zeit für die letzte Mahlzeit für heute. Ist schon, wie gesagt, relativ spät. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns unverzüglich bei der größten Mahlzeit des Tages wieder. Wie ich so oft gern sage, habe ich zu viel versprochen. Ich glaube nicht. Die Schüssel sollte vielleicht noch dem einen oder anderen bekannt sein, der, ich sag mal, früher die 7 Liter Ramen Challenge gesehen hat. Das sind jetzt 2 Eisbergsalate, ein Kopfsalat, 250 Gramm Tomaten, eine halbe Dose Thunfisch, teile ich mir mal für 2 Tage auf, ein bisschen Olivenöl, Balsamico, that's it. Dann haben wir hier, ich sag mal, 500 Gramm gemischtes, tiefgefrorenes Gemüse aus Spinat und Kaisergemüse. Dann ist dazu noch 500 Gramm Zucchini, eine 500 Gramm Gurke drin. Champignons tue ich immer noch ein bisschen rein und dann noch als Nachtisch gibt es dazu gleich noch einen Magerquark, 250 Gramm mit ein bisschen Beeren. Und das ist, ja, ich würde es jetzt auch mal so schätzen, so um die 5 bis 6 Kilo Mahlzeit, die ich jetzt so abends so zu mir nehme. Dazu 3 Liter Cola, also insgesamt 2 Flaschen mit 1,5 Liter. Und viele fragen ja immer, was ist so mein Geheimnis? Und es gibt kein Geheimnis. Also ich esse tatsächlich immer das so abends oder das ist meine tägliche Mahlzeit. Jetzt, das nächste Video, was wir aufnehmen, wird tatsächlich mal sein, so während einer Challenge, dann kommt das natürlich nicht vor. Aber wenn ich auch mal, ich sag mal, so einen Tag
Tag danach vielleicht mal aufnehme, wie ist so der Tag danach, dann ist das zum Beispiel meine einzige Mahlzeit meistens so, ne? Aber die ist tatsächlich jeden Tag so und ich variiere immer mit dem Gemüse oder mal ist es mal eine 7-Up anstatt eine Cola. Aber meistens ist genau das so jetzt, ich würde sagen, seit Jahren mein Abendessen, weil es ja, mich mega satt macht, weil es mich einfach befriedigt auch. Ich freue mich jedes Mal auf das Abendessen, weil es jetzt so ja, 1,5 Stunden noch an den PC geht. Entweder, wenn ich jetzt meine Aufgaben erledigt hätte, ich muss noch eine kleine Sache machen, ich muss noch das Reel, was jetzt schon raus ist, für den Ägypter muss ich noch fertig machen und dann geht es aber, ich sag mal, vielleicht ein YouTube-Video schauen, ne, oder was weiß ich, neue kreative Gedanken, was suchen, recherchieren oder so. Aber das sind, wie gesagt, meine Mahlzeiten, die ich abends noch zu mir nehme. Auch hier blende ich euch einfach mal die Nährwerte ein. Wir kommen so auf dem Tag dann auf 2000 Kalorien und wenn man jetzt überlegt, ich habe so meine 15.000 Schritte, mache jeden Tag Sport mit Intervalltraining, bum, 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 also der Verbrennungsmodus ist so bei 3, 4, manchmal sogar 5.000 Kalorien. Das heißt, ich habe ein Defizit so von 2.000, 3.000 Kalorien. Das ist wahnsinnig, ne? Und so kompensiere ich auf 3, 4 Tage dann einfach, ich sag mal, meine Challenges und funktioniere damit einwandfrei. Also mir geht super, meine Werte sind super. Ich werde euch auch mal eine Day in the Life mit meinen nächsten Blutwerten mitnehmen, was ich jedes halbe Jahr mache. Aber wisst ihr was, ich lasse mir das Abendessen jetzt gut gehen und ich denke mal, danach hören wir uns wieder. Einem ordentlichen Abendessen später und was ich tatsächlich noch gemacht habe, ich war noch in der Badewanne, boah, tat das gut, ne? Halbe Stunde, da habe ich dann, wie auch am Morgen schon zuvor halt, ne, die letzten Social-Media-Nachrichten von heute beantwortet. Dauert dann Sonntagabends ein bisschen länger, da ist ja doch mehr der ein oder andere aktiv. Aber, wie gesagt, jeden vernünftigen Kommentar beantworte ich gerne. Deswegen könnt ihr auch gerne hier unter dem Video kommentieren oder Fragen, wenn ihr die habt, natürlich gerne stellen. Was steht jetzt noch an? Wir haben jetzt wirklich genau 23 Uhr, das heißt jetzt noch so eine Stunde und dann 0 Uhr ist jetzt aktuell bei mir so die Deadline, wo ich jetzt so in den letzten Tagen mal ins Bett gegangen bin, aber glaubt mir, bei mir ist das kein Biorhythmus, sondern im nächsten Tag stehe ich irgendwann um 3 wieder auf, um zum Sport zu gehen, weil der Tagesablauf das nicht anders hergibt. Ich lese jetzt tatsächlich noch eine Stunde. Follow Your Flow kann ich jedem nur empfehlen. Mich hat das Buch echt begeistert. Ich versuche sowieso relativ produktiv so durchs Leben zu gehen oder allgemein meinen Alltag zu strukturieren und das hat definitiv nochmal so den nächsten Step bei mir gegeben. Dann gibt es tatsächlich nochmal so am Abend, so ich schaue nochmal so ein paar Nachrichten an, die so am Tag gewesen sind, mache ich einmal auch am Abend und dann nehme ich Melatonin. Das kann ich auch nur jedem, ich sag mal, als Idee mitgeben, ich will es jetzt nicht raten, aber als Idee mitgeben, wer, ich sag mal, Schlafprobleme hat oder eher so das Problem einzuschlafen, denn wie gesagt, Melatonin ist ja sowieso, ich sag mal, so ein Hormon, was der Mensch ausschüttet, wenn es dunkel ist, wenn Schlafenszeit ist und ich unterstütze das einfach ganz gerne, weil ich immer abends auch noch Gedanken im Kopf habe, also ich kann nie richtig abschalten und das macht mich, ich sag mal, wenn ich eine halbe Stunde dabei lese, echt müde, nimm so echt pro Kilogramm Körpergewicht 0,5 Gramm, also 4 Gramm sind so 8 Tabletten und das jeden Tag tatsächlich, jetzt auch glaube ich seit 5 Jahren. Ich würde sagen, ich mache mich so langsam bettfertig, versuche müde zu werden und dann sehen wir uns morgen mit dem Abschluss dieses Videos, wahrscheinlich ihr jetzt ein bisschen schneller mit dem nächsten Kaffee und natürlich Gewichtsupdate nochmal wieder. Ich würde jetzt schon mal sagen, gute Nacht. Wunderschönen guten Morgen, der nächste Tag ist angebrochen, 8 Stunden geschlafen, es ist gleich wieder 9 Uhr und dementsprechend, ja, waren es jetzt wirklich 24 Stunden, one day in my life. Die Morgenroutine habe ich schon so gut wie hinter mir, außer der Kaffee, das heißt aufgestanden, wieder auf der Waage, nachdem ich auf der Toilette war und ich habe 2 Kilo abgenommen. Ich zeige euch jetzt mal eben die Eindrücke von der Waage, wenn ihr sehen könnt, gestern waren wir so bei 79,7, 79,9, jetzt sind es wirklich unter 78, also bei 77 angekommen und dementsprechend 2 Kilo weniger. Das ist natürlich bei mir gang und gäbe durch, ich sag mal, die großen Mahlzeiten. Ihr habt jetzt mein Abendessen gestern gesehen, was unverarbeitet ist, ohne irgendwelchen Haushaltszucker, Geschmacksverstärker, kaum Salz und dementsprechend, wenn ich natürlich dann, ich sag mal, wie jetzt zuletzt beim Ägypter, wo wir waren, das Video checkt es gerne ab, ne? So viel, ich sag mal, auch an vielleicht Salz drin ist, ne? Und Gewürzen und so, sowas zieht ungemein Wasser für die Leute, die das nicht wissen und dementsprechend nehme ich dann auch aufgrund der Masse, die ich natürlich dann auch esse, so um die 5 bis 10 Kilo. Das kommt immer unterschiedlich drauf an. Ich werde euch immer wieder in den nächsten Videos mitnehmen zu und dann verarbeite ich das so 3, 4 Tage. Deswegen braucht mein Körper das auch, deswegen brauche ich das, um das wieder, ich sag mal, zu regulieren und dann bin ich wieder bereit oder fit wirklich fürs nächste. So komme ich top klar. Ich glaube, das ist eine kleine Faszination, die wirklich nicht üblich ist und normal ist, aber ich
ich weiß, wie es funktioniert, denn das Ganze mache ich jetzt so seit 15 Jahren, nur für die Kamera erst seit, ich sag mal, jetzt seit dem 1.7.24. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert das gerne. Ne? Ich beantworte, wie gesagt, jeden vernünftigen Kommentar, sei auch noch so konstruktiv. Und ja, wenn ihr Ideen habt oder was euch gefallen habt oder vielleicht besonders hervorhebt, könnt ihr das natürlich auch gerne schreiben. Ich werde euch jetzt einmal die Woche definitiv mitnehmen, vielleicht sogar mal öfter, wenn es, ich sag mal, vielleicht auf eine längere Reise geht oder wie jetzt nächste Woche geht's nach Offenbach für eine geile Challenge. Also da nehme ich euch wahrscheinlich auch mit. Aber der nächste Tag, wo ich euch mitnehme, wird ein Food Challenge Tag sein. Da mache ich ja sogar 2 Sporteinheiten am Tag, wie ich da esse, wie ich mich verhalte, werdet ihr sehen. Abonniert gerne den Kanal, checkt auch gerne natürlich den Hauptkanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video hier oder auf dem Hauptkanal wieder. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao.